Wer hier an der TUM studiert und nie auf der ESP war, hat definitiv was verpasst. Das ist die geilste Party des Jahres. Haufenweise Leute da, Riesengebäude. Extra aus Münster hier angefahren für die Party heute. Wir öffnen die ESP 24. Viel Spaß. Diese Feier ist die beste des Jahres. Die ESP an der Technischen Universität München. 5000 Gäste feiern bis zum Morgengrauen. Seit 1997 gibt es die Erstsemesterparty der Fachschaft Maschinenbau. Seitdem hat sie sich zu einer der größten und legendärsten Studierendenpartys in ganz Deutschland entwickelt. Dieses Jahr feiert die ESP ihr 25. Jubiläum. Die Erwartungen sind groß und die Fachschaft liefert ab. Aber was braucht es, damit die Studierenden Jahr für Jahr eine unvergessliche Nacht am Campus Garching verbringen können? Leo, Deria und Tim sind schon seit mehreren Jahren in der Fachschaft und haben etliche ESPs mitorganisiert. Doch dieses Jahr übernehmen die drei die Hauptorganisation der Party. Eine große Verantwortung, die eine Menge Erfahrung benötigt. Also wir fangen circa im April an, dass wir uns das erste Mal zusammensetzen und dann geht es eigentlich direkt mit der Konzeptionierung los. Es ist natürlich nicht so einfach, das zu toppen, was wir die letzten Jahre schon immer gemacht haben. Ja, es ist natürlich schon ein großer Druck, aber man bereitet sich ja gut darauf vor. Das Team stellt man auch selber zusammen, da weiß man auch, dass das alles funktioniert. Wir versuchen erst alle Positionen mit unserer Fachschaftsmitglieder zu füllen und danach natürlich brauchen wir meistens auch von anderen Fachschaften im Campus und sonstige studentische Vereine auch Menschen, weil wir insgesamt über 90 Leute sind im Organisationsteam. Wir haben auf jeden Fall Erstis gerne im Team. Neue Gedanken, neue Ideen. Das ist sehr wichtig, dass jedes Jahr auch alles neu und frisch gemacht wird. Ich sehe die Verantwortung quasi eher als Chance. Es gibt einem sehr viele Möglichkeiten, mal so ein Team mit 100 Leuten zu leiten, mal sich quasi hinzusetzen, ein Konzept zu erarbeiten und das dann auch umzusetzen in so einem großen Maßstab. Und deswegen ist das insgesamt einfach eine coole Sache und man sich persönlich weiterentwickeln kann und noch sehr viel lernt, was man sonst nicht lernen würde. Wie hoch die Erwartungen an die Party sind, zeigt der Vorverkauf in der Magistrale. Hier sichern sich hunderte Studierende ihre Tickets, bevor sie alle weg sind. Wir stehen hier für die ESP an. Ich stehe hier schon seit 8:30 Uhr in der Schlange. Ich habe extra meinen Gartenstuhl ausgepackt. Wie lange stehst du schon hier? 1,5 Stunden. Es lohnt sich, 100%. Ich finde es eigentlich mega cool, weil man halt alle Leute von der Uni irgendwie trifft und man geht normalerweise nicht so oft mit so Uni-Leuten aus und deshalb ist es eigentlich ganz cool, einmal im Jahr die ganzen Leute an einem Abend zu sehen. Vor allem es sind Studenten von Freising, vom Stammgelände und von Garching und alle zusammen in einer Riesenparty. 4 Floors, haufenweise Leute da, Riesengebäude. Das kann keiner toppen. Es war wieder bis Hof 7 die Schlange. Es ist immer so, dieses Jahr haben wir aber eine neue Rekorde geschafft und die Schlange in 35 Minuten abgearbeitet. Damit ist die erste Hürde schon geschafft. Aber es gibt noch viel zu tun. Um die Party vorzubereiten, braucht es ganz unterschiedliche Skills. Im Mischerseminar werden die Getränke im Vorfeld kreiert und getestet. Auf Geschmack und Qualität. Also das, was wir hier machen, ist die Rezepte ein bisschen auszuprobieren. Das heißt, wir schauen, funktioniert das so, funktionieren die Abläufe. Das heißt, unsere Helferinnen und Helfer, kriegen die das hin oder müssen wir irgendwie vielleicht mehr Anleitung geben. Aber auch schmeckt der Cocktail am Ende. Denn was eine geile Party ohne entsprechende Cocktails. Deswegen wollen wir vorher eigentlich von den Leuten hier wissen, schmeckt's oder schmeckt's nicht und die letzten Anpassungen machen. Weil wir haben jetzt noch eine Woche bis zur Party. Das heißt nicht mehr allzu viel Zeit. Und jetzt geht es halt noch so den Feinschliff an, die ganzen Getränkerezepte zu machen. Wie es der Name schon vermuten lässt, gibt es die Erstsemesterparty vor allem aus einem Grund. Um die Erstis abzuholen und sie in die Community aufzunehmen. Für die internationalen Studierenden hat sich die Fachschaft etwas Besonderes ausgedacht.
So basically, the Shot Insel is the bar at the ESP where we sell shots. And it is usually a tradition for the Shot Insel to be run by the Team for International Students from the FSMB. Team for International Students mainly runs the buddy program. The buddy program is the exchange program where you match exchange students with students from higher semesters at the TUM to hold their hands throughout München in their first semesters. So I am currently the head of the Team for International Students at the FSMB, and I am doing it with 10 members of the buddy program, and I believe it's gonna be a lot of fun. Die Spannung steigt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und jetzt ist er endlich da. Der Tag der Party. Mehr als 150 Helfende benötigt es, um die ESP auf die Beine zu stellen. Die Aufgaben sind klar verteilt. Ich bin Helfer hier beim Aufbau. Wir sind jetzt im Außenbereich ziemlich fertig. Meine Freunde sind eben die Hauptverantwortlichen für den Auf- und Aufbau und da gehört es sich natürlich, dass man dann auch mit dazu hilft. Jedes Jahr gibt es so eine offene Anmeldung an alle Studenten. In erster Linie natürlich bei uns an der School, aber natürlich sind auch alle anderen Studiengänge oder sogar Externe theoretisch willkommen. Bist du hyped auf die Party? Natürlich. Ich gehöre zur AStA Technik, das ist die studentische Vertretung von der TUM. Ich kümmere mich, dass auf allen Höfen Technik da ist. Die ESP ist gerade mit 86 Scheinwerfern ausgestattet und mit 44 Lautsprechern. Aktuell haben sich ca. 30 Leute für den Aufbau angemeldet. Das ist eine sehr gute Anzahl an Leute, die mithelfen. Es ist alles super gelaufen und wir sind auch spielbereit. Dank dieses enormen Engagements ist der Aufbau auf der Zielgeraden. Es läuft ziemlich gut, die Stände kommen gut voran, die Technik kommt gut voran. Draußen ist auch schon wirklich fast alles fertig. Genau. Ja. Der Funk ist gut am Laufen. Ich glaube, wir haben jetzt beim Aufbau 60 Funkgeräte im Einsatz. Wenn alle miteinander kommunizieren müssen über die weiten Strecken, dann ist da sehr viel Funkverkehr. Aber es funktioniert sehr gut. Also der Funk heute benimmt sich sehr gut. Der Countdown läuft. Hier im Außenbereich bringen sich die Letzten noch in Position. Ehemalige Studierende, die sogenannten Altnasen, haben sich anlässlich des 25-jährigen Jubiläums eine eigene Area aufgebaut und blicken stolz auf ein Vierteljahrhundert ESP zurück. Mein erster ESP war dann 2002. Das war schon nicht klein, aber nicht die Dimension wie jetzt. Meine allererste ESP 2001. Damals nur ein paar hundert Leute. War nur ein kleiner Raum, ein Zeichenraum oder zwei Zeichenräume, mehr waren es nicht. Es ist immer mehr geworden, immer mehr Ideen. Es kamen neue Studenten mit dazu, die hatten wieder Ideen. Die Areas erweitert, sind von der Magistrale immer weiter nach hinten gegangen, immer größer geworden. Und wenn man heute herkommt, das ist ja der komplette Maschinenbau. Es hat ja mehr Feste als nur die ESP gegeben. Und das vor allem dann Organisationen auch vom Garnix, Tunix und so weiter. Da waren ja die meisten, die hier arbeiten, waren in allen den Festivals auch mit dabei. Es hat super viel gebracht an Organisationsstruktur, wie organisiere ich Logistik. Hat auch fürs weitere Leben definitiv was gebracht. Jetzt ist es soweit. Nach 12 Stunden harter Arbeit und einer Sicherheitsbegehung durch die verantwortlichen Behörden kann die Party endlich starten. Fast. Irgendwo hakt es noch. Er fragt dir nach, warte. Habt ihr gehört? Security, verstanden. Wir brauchen noch 5 Minuten. 5 Minuten. Es gibt noch Verzögerungen in der Garderobe. Er meinte ca. 10 Minuten. Ich habe zu ihm gesagt, wir fragen Sie auch mal. Dann sehen wir es. Hast du eine grobe ETA? Endlich ist das letzte Problem gelöst. Und jetzt heißt es wirklich: Wir öffnen die ESP 24. Viel Spaß. Das heißt die Eröffnung. Ja, fühlt sich jetzt cool an. Ich meine, es ist ein bisschen später als gehofft. Gab es noch ein paar kleine Probleme, aber jetzt geht's los und ich glaube, so oder so cool werden. Das heißt, wir können uns auf was freuen. Wenn dieser Veranstaltungstag wirklich da ist und man merkt, okay, alles, was man jetzt vorbereitet hat, wird jetzt Realität, das ist schon dann recht surreal, man kann es eigentlich gar nicht glauben. Das
das Gefühl, die man hat, wenn man eine Party von nichts gestampft hat. Bevor wir anfangen aufzubauen, da ist nichts in der Magistrale, das ist normale Studentenbetrieb. Und irgendwann, ein paar Stunden später, stehst du in diese Gebäude und siehst die gesamte Party, die aufgebaut wurde. Wenn man nachdenkt an diesen Moment, wo dann die Party öffnet und du vorne stehst und Leute anschaust, wie die Party genießen, das lohnt sich schon auf jeden Fall. Eigentlich kann man sich das kaum vorstellen, dass man selber da irgendwie ganz oben steht in dieser Struktur. Und ja, es ist krass. Krass war auch die ESP 2024. Das Orga-Team atmet erstmal durch. Aber schon bald geht es wieder an die Arbeit. In 4 Monaten startet die Planung für das nächste Jahr.